Und von mir gibt es jetzt noch einen Tipp für alle, die meinen, eine Chili, die nicht scharf ist, zu testen, wenn man zuvor mit dem gleichen Messer richtig scharfe Chilis geöffnet hat. Das ist keine gute Idee. Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir mal wieder zu einem Update bei den Chilis. Und dieses Mal hatte ich mir überlegt, ich zeige euch nicht nur die Pflanzen, sondern es werden ja immer mehr Früchte auch reif. Und deswegen schauen wir uns die Früchte doch dann einfach mal von innen an, wie die ausschauen. Deswegen, ich werde nach jeder Pflanze euch einfach mal die Frucht zeigen, ein bisschen was zu der Frucht erklären oder zu der Chili-Sorte. Und spannend ist es vor allem auch, wenn wir uns jetzt hier diese Chili anschauen von der Fish Pepper. Im unreifen Zustand ist sie richtig schön panaschiert. Richtig toll. Man sieht es natürlich auch an den Blättern, habe ich jetzt in jedem Chili-Update eigentlich, denke ich mal, zu Genüge erklärt und gezeigt. Aber das Spannende ist, ihr seht, hier ist eine rote Frucht und das habe ich euch ja auch schon relativ früh im Jahr gezeigt. Wenn die Frucht reif ist von der Fish Pepper Chili, dann ist sie praktisch nur rot und ja, von der Panaschierung sieht man nichts mehr. Da diese Frucht jetzt hier so extrem panaschiert ist, werden wir die auch einfach mal aufschneiden und gucken, wie die sich innen verhält, ob die da auch so panaschiert ist. Sie scheint ja durch und durch panaschiert zu sein. Also gehen wir mal zum Teller. Der Teller steht bereit. Hier haben wir die reife Frucht und ein scharfes Messer. Schärfer als die Chili. Vermutlich. Und hier haben wir die panaschierte Frucht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die aufschneiden. Ja, ich denke, wir sehen hier richtig schöne Frucht. Diese Chilis haben eine Schärfe, ja, wie können wir die einstufen? Ich würde sagen 4 bis 5 von 10. Im unreifen Stadium wird man das natürlich auch spüren können, was wir auch sehen können. Die Panaschierung zieht sich durch die ganze Frucht, aber bei der reifen Frucht ist praktisch nichts mehr von der Panaschierung zu sehen. Ich finde, es ist aber eine sehr interessante Pflanze, die auch schmackhafte Früchte hervorbringt, die man auch durchaus in der Küche einsetzen kann. Ob die jetzt, weil es eine Fish Pepper Chili ist, weil sie ein bisschen mehr nach, ja, vielleicht für den Einsatz zum Fischewürzen gedacht ist, das müsst ihr mal testen. Ich denke mal, es passt auch zu anderen Gerichten. Also schauen wir uns die nächste Chili an. Hat die nächste Chili auch schon Früchte? Hat sie das? Nein. Doch Früchte, aber keine reifen Früchte. Eigentlich hätte ich die Frage anders stellen müssen. Das hier ist ja die Habanero Cristina. Und da sind zwar schon Früchte vorhanden, aber es ist noch keine reif. Deswegen gucken wir zur nächsten Pflanze. Und das ist hier die Royal Gold. Die habe ich euch ja gezeigt. Eine in Anführungsstrichen unerwartete Aussaat, die jetzt über und über mit Blüten und Blütenknospen besetzt ist, aber bisher noch keine Frucht in Sicht. Dann schauen wir uns hier die nächste Chili an. Das hier ist die Jelly Bean. Das ist eine von denen gewesen, die richtig schnell unterwegs war. Und da schauen wir uns auch einfach mal die Frucht von innen an. Zurück beim Teller und die Jelly Bean, die schneiden wir uns jetzt mal auf. Das ist so eine kleine Perle. Ja, vielleicht machen wir es besser so. Und da sehen wir eine richtig schöne kleine Frucht mit vielen kleinen Samen. Und wie ihr aus einem Update wisst, die hat ordentlich Dampf. Das heißt, das Video wurde sehr schwer dann zu Ende fertig zu machen, denn es hat im Mund richtig gebrannt. Ich würde fast sagen, die ist etwas schärfer als die Fish Pepper Chili. Und deswegen schauen wir uns jetzt gleich die nächste Chili an. Aber eine nette Beere. So, die nächste Chili. Hat die eine Frucht? Ich glaube, die hat keine Frucht. Das war ja die Fattily White. Wäre sehr interessant gewesen. Zumindest, wenn wir sie hätten uns jetzt anschauen können. Aber bisher ist die noch nicht so weit, dass sie eine Frucht liefert. Ja, so ist das einfach. So, jetzt kommen wir hier zu einer weiteren Chili. Die hat jetzt gerade kein Namensetikett, aber wir haben es beim letzten Mal ja herausgefunden. Auch ist hier jetzt noch keine reife Frucht vorhanden. Das heißt, es lohnt sich jetzt auch gar nicht, hier weiter zu schauen.
Nichtsdestotrotz, sie wächst, hat natürlich hier jetzt schon ihre ersten paar Problemchen. Natürlich einfach, es ist jetzt so weit, dass es für die Chilis eigentlich kein richtig vernünftiges Wetter ist. Ihr seht es an den Blättern, es ist gerade ein bisschen windig. Es ist heute immer noch kühl, auch wenn es natürlich nicht so frostig ist wie in den letzten paar Tagen nachts. Tagsüber ist durchaus schon so an die 12, 15 Grad. Aber man läuft doch lieber wieder selbst mit Jacke und Pullover herum und fühlt sich dann ein bisschen besser angezogen als mit dem T-Shirt, wie es jetzt im Sommer war. Jetzt haben wir hier die nächste, das ist die White Naga. Da ist zwar eine Frucht vorhanden, aber bisher ist hier noch keine Reife. So, machen wir ein bisschen Chili schieben. Jetzt kommen wir zu einer, die ist richtig cool. Die Yellow Scotch Brain. Eine richtig, richtig tolle Chili. Zumindest soll sie geschmacklich toll sein. Und ich denke mal, die Frucht schaut auch gut aus, sodass wir sie uns von innen anschauen können. Aber wir schauen sie jetzt erst einmal so an. Schaut toll aus, richtig stark gewellt. Hat hier auch diesen Skorpionstachel. Die ist zwar nicht ganz so scharf wie die Chilis, die normalerweise diesen Stachel ausbilden und auch von der Oberflächenstruktur so sind, aber die hat durchaus Wumms. Ich würde sie einschätzen auf 7 bis 8 von der Schärfe und wir schauen sie uns jetzt an. Und da sind wir wieder zurück beim Teller. So langsam wird es hier richtig zum Chilisalat und wir schneiden die jetzt auf. Und die hat nicht einmal so viele Kerne. Jetzt lege ich die andere Hälfte mal so rum. Hinterher muss man wieder aufpassen, dass man nicht mit den Fingern in die Augen fasst. Und wir sehen hier, sie hat nicht wirklich viele Kerne. Hat eine richtig schöne Farbe. Also ich finde, macht auch einiges her zu den anderen Früchten. Und geschmacklich soll sie wirklich richtig, richtig toll sein. Und deswegen gucken wir mal, was sonst noch so wächst. Muss ja nicht immer alles so scharf sein. Vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere relativ humane. So, wen haben wir denn hier? Das hier ist die White Naga. Hier hängen zwar schon Früchte dran, aber die brauchen noch ein bisschen bis reif werden. Deswegen allzu viel werden wir jetzt hier nicht schauen. Und wir schauen jetzt einfach mal bei der nächsten Chili. Auch wenn die, man sieht es auch bei ihr, die hat jetzt schon hier überall dunkle Punkte. Und ja, es ist wirklich nicht mehr so richtig die Chili-Saison. Eigentlich schon totales Ende, aber das macht nichts. Dafür haben wir hier eine motivierte Pflanze. Die ist richtig, also schaut auch wirklich noch gut aus, wenn man sich das mal anschaut. Das Wichtigste ist, bei Chilis muss man unter die Pflanze gucken. Und das hier ist die White Giant Habanero. Da hinten ist auch schon eine reife Frucht. Also nicht ganz reif, aber zumindest reif genug, dass wir einfach mal reinschauen können. Auch wenn sie natürlich noch nicht ganz komplett durchgefärbt ist. Vorteil bei Chilis, Tomaten oder allen Nachtschattengewächsen ist ja, dass die Früchte nachreifen. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal hier in die Frucht hinein. Und dann sind wir schon wieder hier beim Teller. Ihr wisst das, ihr kennt das Spielchen jetzt schon. Und dann schneiden wir hier mal auf und stellen fest, die hat auch nicht so viele Früchte sage ich schon. Die hat nicht so viele Samen, wie man es vielleicht gedacht hätte. Und so ähnlich wie hier die Yellow Scotch Brain. Ich muss aber sagen, von der Form her gefällt und von der Farbe, auch wenn es jetzt dieses Jahr wirklich das Thema weiße Chilis war, finde ich diese orangene Chili auch super. Die hier ist von Schärfegrad, würde ich sie so ähnlich einschätzen wie die hier, wie die Yellow Scotch Brain. Jetzt steigt auch, als ich die hier aufgestiegen habe, so richtig dieses typische Chili-Aroma auf. Es ist noch nicht so aggressiv wie bei so richtig starken Chilis, aber man merkt schon hier diese Chili-Paprika-Note und richtig intensiv. Aber erst seitdem ich die hier aufgeschnitten habe. Jetzt gucken wir mal, was noch so wächst. Hier ist auch eine sehr interessante und wirklich sehr intensiv scharfe Chili-Sorte. Und zwar ist es hier die White Bubblegum. Und die hat so viele reife Früchte, da weiß ich noch gar nicht, welche ich da abmache. Vielleicht schaue ich einfach mal, welche an der Spitze einigermaßen gelb ist. Auch schon, deswegen nehme ich diese hier. Man sieht auch,
schon oder kann es vermuten, die wird wahrscheinlich eine relativ dicke Schale haben. Gehe ich mal von aus. Fühlt sich auch vom Gewicht her relativ schwer an. Und deswegen denke ich mal, schauen wir mal rein. So, jetzt könnt ihr es selber sagen. Zurück beim Teller. Das Interessante bei dieser Chili-Sorte ist ja, dass der Stiel, was jetzt hier noch nicht komplett der Fall ist, weil die Frucht noch nicht zu 100% ausgereift ist, hätte auch länger hängen können, dass der Stiel die gleiche Farbe hat. Wenn man das jetzt mit dieser hier vergleicht, dann sieht man, dass der Stiel bei dieser Chili komplett grün ist. Das gilt übrigens auch für die anderen Chilis, also das sieht man hier überall. Aber für diese Bubblegum-Sorten ist eben das Typische, dass der Fruchtstiel die gleiche Färbung hat wie die Frucht. Und jetzt würde ich sagen, schnippeln wir ein bisschen rum. Ja, die Kamera ein bisschen zu viel verstellt. Und gucken jetzt mal hier rein. Drehen mal alle anderen auch wieder zurück. Ja, schaut richtig toll aus. Und ich würde sagen, ja, es stimmt, ja, relativ dicke Schale. Genau, das haben wir ja gar nicht bei den Früchten geguckt. Das können wir eigentlich dann am Ende machen, den Vergleich, wie dick die Schale ist. Aber ihr seht, dieses inzwischen entstandene Potpourri schaut echt gut aus. Schärfegrad ist, im schmerzlichen Bereich, würde ich mal sagen. Zumindest auch das, was jetzt hier schon liegt. Und deswegen gucken wir, was noch da vielleicht liegt, wächst, was nicht ganz so brutal ist. So, hier haben wir sie, die Blondie Chili. Hat auch schon mehrere reife Früchte geliefert. Eine Frucht hatte ich auch schon probiert. Ich muss euch sagen, ist vom Geschmack her nicht ganz so gefährlich scharf, wie man sich denken könnte. Vom Geschmack her sehr, sehr gut. Und man sieht auch, die Frucht ist relativ groß. Die andere Frucht war deutlich größer. Sie ist jetzt im Ansatz noch ein bisschen grün, macht aber nichts. Deswegen hin zum Teller und aufschneiden. Man sieht aber auch, dass sie vom Wuchs her auch eine schöne, lange, schmale, dünne Frucht ist. Ich gehe mal davon aus, dass auch die Schale dünn sein wird und dass eine Chili sein könnte, die man ganz gut trocknen kann. Schauen wir mal nach. So, dann schneiden wir die nächste Chili auf. Die Blondie. Die letzte Frucht, die ich geerntet habe, war noch ein bisschen länger. Und auch so ähnlich fahlweiß, wie das jetzt hier diese White Bubblegum war. Ja, relativ dünn von der Schale. Hat aber auch viele Samen im Vergleich zu den anderen Chilis. Was wir hier sehen können, hier sieht man nochmal relativ dünne Schale. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich sehr gut eignet, um sie zu trocknen. Hat auch viele Kerne. Man kann man auch nochmal umstellen. Hat auch viele Kerne. Interessant wäre eigentlich, wenn man diese Früchte einfach mal nächstes Jahr aussät und schaut, was dabei herauskommt. Klar, man müsste sehr, sehr viele Pflänzchen heranziehen, um zu schauen, was dabei herauskommt. Oder ob etwas Ähnliches bei herauskommt, sprich, dass die Sorten samenfest sind, könnte man mal machen. Ich überlege mir sowieso aktuell ein neues Thema für nächstes Jahr. Nichtsdestotrotz, wir gucken, weil es wächst ja noch eine Chili. Die letzte Chili ist eigentlich der Kandidat, der für dieses Jahr, würde ich sagen, die Krone aufhat. Die Frucht, ich nehme gleich hier die größte Frucht, weil hier hängen noch welche, die ist ein bisschen kleiner. Ihr seht schon, da ist noch einiges, was die kleinere Frucht zulegen kann an Masse. Aber die nächste ist hier auf jeden Fall die White Fantasy. Eine richtig tolle Chili-Sorte. Es wurde ja auch schon unter einem Video kommentiert, dass die eine sehr fruchtige Note hat. Also sie ist vom Geschmack her sehr paprikalastig. Hat, ja, Schärfegrad von 0 bis 1, vielleicht 1,5. Es ist auch sehr individuell zu sehen, denn je nachdem, welche Frucht man schnappt, ist sie mal schärfer oder mal weniger scharf oder hat gar keine Schärfe. Interessant ist auf jeden Fall, wenn man sie isst, dann merkt man, sie verströmt diesen typischen Chili-Duft, den normalerweise Früchte haben, die richtig scharf sind. Aber
sie ist nicht scharf. Und jetzt gucken wir mal, weil die ja so eine interessante Form hat. Man kann das ja wirklich, da kann man Fantasie haben, ob das jetzt eine Figur ist, ob es jetzt, keine Ahnung, ein Tier ist oder ob es eine Blume, eine Glocke, wie auch immer ist. Jetzt schneiden wir sie auf, weil die ist so spannend und gehen wir zum Teller. So, das ist schon ein richtig tolles Bild hier auf dem Teller. Aber diese Frucht, ich gehe mal davon aus, dass sie relativ fest sein wird, also relativ dicke Schale haben wird. Ja, schneidet sich auch dementsprechend. Man sieht das Ganze auch. Sie hat auch einige Kerne zu bieten. Ja, da ist einiges an Kernen drin. Und sie verströmt gleich diesen intensiven Duft, wie so eine Art, ja, also man kann es nicht sagen wie eine grüne Paprika, das wäre wahrscheinlich zu wenig. Schon ein bisschen mehr wie in Richtung gelber, roter Paprika. Hat schon so ein richtig gutes Aroma. Ich weiß nicht, ob ihr es riechen könnt, aber ich denke mal, wenn ihr euch mit Chilis und Paprika beschäftigt, dann habt ihr sowas schon in der Nase. Und schaut auch richtig toll aus. Ich finde auch, sie macht den, ja, im Ansatz saftigsten Eindruck von allen Chilis, die hier so wachsen. Wachsen, sage ich schon, die hier so liegen, die sind ja nicht, die sind ja erst gewachsen, habe ich sie aufgeschnitten. Oh Mann. Genau. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal die Früchte an. Wenn wir uns jetzt hier die Fish Pepper angucken, dann stellen wir fest, dass die reife Frucht den Eindruck macht, als ob dadurch, dass sie an Volumen gewonnen oder zugelegt hat, die Schale nochmal eine Stufe dünner wird, was eigentlich normal ist. Dann sehen wir hier, die ist auf jeden Fall, hat eine sehr dicke Schale, hat ein tolles Aroma, einen tollen Duft. Die Achi White Fantasy ist auch von der Form her sehr, sehr interessant. Ja, man könnte sogar ansatzweise wahrscheinlich sagen, dass man das mit irgendwas füllen könnte. Die Blondie, die eigentlich namensgebend ist für die komplette Chili-Saisonserie 2022, da hieß ja der Titel Jetzt wird's blond. Hat auch ein tolles Aroma, ist nicht so intensiv scharf. Dann haben wir hier die White Giant. Die ist auch von der Frucht her sehr, sehr interessant, hat auch eine relativ dicke Schale, ist auch sehr scharf. Dann haben wir hier natürlich die Jelly Bean, die auch wirklich ordentlich Dampf hat. Und die Chili hier, die hat sehr wenig Früchte, sag mal, was ist heute los? Sehr wenig Samen, die Yellow Scotch Brain. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Chili. Ich werde noch zu den einzelnen Chilis ein Sortenporträt machen. Und da gehen wir einfach mal ein bisschen näher auf die Pflanze ein. Welches von diesen Chilis wäre der Favorit? Ich habe es ja schon gesagt, wahrscheinlich wirklich die Achi White Fantasy. Die hat die hat so viele Vorzüge, relativ dicke Schale, tolles Aroma, keine bis nur ganz, ganz leichte Schärfe. Das heißt, das ist etwas für Menschen, die sagen, ey, ich finde diesen Geschmack von Chilis toll, aber die Schärfe muss nicht sein und wenn, dann nur ein ganz, ganz leichter Hauch. Und ich denke mal, also von der weißen Serie ist das der Favorit. Die hat mich ein bisschen enttäuscht bisher. Da sind die Früchte wirklich sehr, sehr klein. Also ich finde die Sorten in Rot und in Gelb, nicht Gelb, in Orange, fand ich die Früchte deutlich größer, intensiver. Auch von der Pflanze her, die war deutlich kräftiger. Aber ich denke, einer der weiteren Favoriten ist auf jeden Fall der Außenseiter, die Fish Pepper, alleine schon wegen der Panaschierung. Und ja, ich finde das ein tolles Bild. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Chilis, ich glaube, damit können wir das Video, das Update beenden. Dann schreibt es gerne hier in den Chili Potpourri Teller. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, bis zum nächsten Video. Heute war es ein bisschen länger, aber ich denke mal, es hat euch gefallen. Schreibt es doch mal rein, ob euch das Video so gefallen hat. Und derjenige, der keine Kommentare schreibt, der darf den kompletten Teller in einem Haps essen, ohne mit der Wimper zu zucken. Bis dahin und tschüss.